unglaublich schön. Aber dieser eklige Müll, der tut einem echt in den Augen weh. Hier sieht es noch unglaublich aus wie Scheiße. Ja, ich werde mich jetzt hauptsächlich um Styropor kümmern, weil sich das so schnell und so leicht zersetzt in lauter Kleinstteile. Das scheint mir am sinnvollsten zu sein. Ich frage mich sowieso, wozu mache ich das eigentlich? Es kommt die nächste Flut und schwemmt wieder ein Haufen Flaschen hier rein. Aber na gut, dann sind wenigstens jetzt mal 7 Müllsäcke aufgeräumt. Werden zwar dann trotzdem einfach vor sich hin verrotten, aber das ist hier im Dorf sowieso genauso. Die packen den Müll einfach auf ein Endlager. Ist eigentlich fast egal, ob das jetzt hier verrottet oder dort. Aber mir scheint es auf jeden Fall sinnvoll zu sein, dass es nicht im Wasser ist. Jetzt sind sie voll, meine 7 Müllsäcke, wie man es schon hat erwarten können. Hier sieht es noch unglaublich aus wie Scheiße. Der ganze Shit kam jetzt sowieso nur hier hinten aus der Quelle und von meinem Lagerplatz. Wir müssen endlich aufhören, so viel zu konsumieren. Diese ganzen Plastikflaschen. Wozu? Um sich irgendwelche Zuckergetränke reinzuschütten, die schlecht sind für deinen Körper, für deine Zähne, für alles, für die ganze Welt. Weil was bleibt, sind diese Flaschen. Die größtenteils einfach nicht recycelt werden. Und ja, man braucht nicht so viel. Lerne ich hier gerade am meisten. Es ist hier unglaublich schön, aber dieser eklige Müll, der tut einem echt in den Augen weh. Ja, und nur wir haben es in der Hand. Nur wir. So, jetzt gibt es gleich mal wieder eine neue Roomtour. Ich habe schon wieder ein bisschen was umgebaut, 2 Wäscheleinen aufgespannt. Hier das ganze Tarp jetzt nochmal niedriger gespannt, weil es mir gestern reingesifft hat. Und ich habe hier die Palette gefunden. Und jetzt habe ich einfach eine fast komplette Terrasse. Hier so ein Behälter. Ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich nutzen werde. Hier mein Regal wird immer besser benutzt. Hier wirklich alles aufgehängt zum Trocknen. Hier habe ich noch Kokosnuss drin, damit mir das nicht die Krebse wegfressen. Und hier was Schönes, bisschen Deko. Hier habe ich so abgefahrenes Holz, das in der Nacht leuchtet. Das will ich wahrscheinlich klein machen und in eine Glasflasche stecken, so als Solarlicht. Futter davon jetzt was, weil die Einheimischen mir gesagt haben, dass man das Fruchtfleisch essen kann.
lecker. Den Kern muss man ausprobieren. Wir sind überall gerne. So, diesmal habe ich die Koko ein bisschen anders aufgemacht. Da meine Machete nicht besonders scharf ist, sie eignet sich aber super zum Sägen, weil sie eben so viele Zacken hat. Ich habe einfach mal den Kopf ziemlich grob abgehauen und dann habe ich hier so eine Rinne reingesägt und jetzt haben wir hier ein Loch. Bin gespannt, ob sie schmeckt. Sie sieht nämlich ein bisschen komisch aus. Schmeckt gut. Nur ich muss den Ausguss verbessern. Ne, die ist doch komplett weird gewesen. Ich habe sie gerade in der Mitte durchgehauen und es ist einfach nur sowas da. Hab ich noch nie gesehen. So, diese Kokosnuss habe ich gefunden, genauso wie die andere. Die hier scheint mir noch recht jung zu sein, aber meistens sind sie trotzdem schon lecker. So, die mache ich jetzt so. Leider ein beschissenes Messer. Das sind mir mal bei anderen Kokosnüssen kaputt gegangen. Da weiß ich nicht, was kraftaufwendiger ist, die einfach mit dem Stein aufzumachen oder mit dem Messer. Voll. So, jetzt habe ich hier alles weitestgehend abgefriemelt. Ich habe lauter schöne kleine leckere Kokosschnetzel. Da haue ich mir jetzt ein bisschen wie eine Banane rein, von denen, die jemand hier gelassen hat. Und ja, dann wird es gesnackt. So, ich habe mir hier jetzt auch noch frischen Ingwer reingeschnitten. Ich habe hier extra ein Stück von der Wurzel mitgenommen, weil ich es für ein gutes Mittel zum Körperdesinfizieren halte. Hilft mir auch immer bei allen möglichen Erkältungen, Grippe. So, und jetzt wird gefuttert. Ich habe hier immer noch Zimt draufgehauen. Ich sag's euch, der schmeckt übel lecker. Vor allem übel lecker. Vor allem mit dem Ingwer. Echt nice. Jetzt finde ich doch nicht glatt hier sogar Ingwer. Also, beim nächsten Mal brauche ich echt gar nichts mitnehmen. So, mein Plan ist auf jeden Fall für heute noch hier wenigstens mein Eingangsbereich von Müll zu befreien. Dort hinten ist die Quelle. Hier ist auf jeden Fall noch haufenweise. Hier überall. So, jetzt zieht euch das rein. Man sieht zwar überall noch so ein bisschen Kleinscheiß und normalerweise
würde ich das auch alles aufheben. Das hier sind die schlimmsten. Scheiß Lolli-Sticks. Ja, aber das macht hier einfach keinen Sinn. Weil, wo fängst du an und wo hörst du auf? Das ist einfach unmöglich. Hier gescheit, ja, wirklich sauber zu machen. So, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Strandmüllendlager. So, hier sehen wir erstmal die 6 Müllsäcke. Mit dem 7. habe ich den ganzen Scheiß hierher gebracht. Noch schnell so ein bisschen eingezäunt. So, ich werde da die ganzen Müllsäcke oben drauf hauen, damit es auch der Wind nicht so leicht wegtragen kann. Und dann bin ich jetzt echt fertig. Den ganzen Tag Müll gesammelt. Jetzt brauche ich erstmal eine ordentliche Dusche. Und morgen geht es hier, glaube ich, nochmal weiter. So, da ich mich gestern richtig dreckig gemacht habe, muss ich heute mal meine Klamotten waschen. Ich habe mir hier so einen Stein ausgesucht, den vorher sauber gemacht und da reibe ich das jetzt einfach dran. Ich habe das schon mit meinen Socken gemacht. Die haben bestialisch gestunken und jetzt scheint es wirklich wieder zu gehen. Ja, die Hose hat auf jeden Fall schon längst ihren letzten Tag erreicht. Aber ich reibe es halt auch gerne noch ein bisschen weiter aus. Ich habe ja sogar auch eine Bürste gefunden. Ja, haha, so mit der, denke ich mal, sollte alles übelst einfach funktionieren.